Die Inflation liegt bei 2,2%, sagen die offiziellen Zahlen. Doch wer einkaufen geht, tanken muss oder einen Handwerker bestellt, spürt, da kann irgendetwas nicht stimmen. Zwischen Statistik und Lebensrealität liegt eine Lücke. Eine sehr große, eher eine tiefe Schlucht, bei der für die meisten ungewiss ist, wie tief diese eigentlich ist. Die offizielle Inflationsrate misst die durchschnittliche Preisentwicklung eines sogenannten Warenkorbs. Dieser enthält über 600 Positionen, vom Hygieneartikel über Elektronik bis zu Lebensmitteln. Und er wird regelmäßig verändert. Steigen bestimmte Preise stark, wird ihr Anteil im Warenkorb reduziert. Oder sie werden ersetzt. Was am Ende bleibt, ist ein rechnerischer Durchschnitt, aber absolut kein Abbild der realen Lebenshaltungskosten. Der Staat nimmt, was er braucht, aber er sagt dir nie, wie viel das sein wird. Für die meisten Menschen stellt sich nicht die Frage, wie sich der Preis von Flachbildfernsehern entwickelt hat, sondern wie viel bleibt am Monatsende übrig. Was kosten Strom, Lebensmittel, Energie, Miete, Handwerk? Diese Bereiche erleben häufig Preissteigerungen, die weit über der offiziellen Inflationsrate liegen, zum Teil im zweistelligen Bereich. Sollte man also diesen Warenkorb zu Rate ziehen, wenn man wirklich über die Erhaltung eines grundsätzlich notwendigen Lebensstandards debattiert? Die Diskrepanz zwischen Statistik und Realität schafft ein trügerisches Gefühl von Stabilität. Wer sich auf die offiziellen Zahlen verlässt, der kann zu spät erkennen, wie viel Kaufkraft bereits verloren gegangen ist. Das kann dramatische Folgen haben, vor allem wenn Ersparnisse und Altersvorsorge auf dem Papier sicherer scheinen als die Realität, aber still und leise entwertet werden. Inflation trifft nicht nur auf den Supermarkteinkauf, sie betrifft die Zukunftsplanung, deine Altersvorsorge, deine Vermögenssicherung und so weiter. Wer reale Preisentwicklungen nicht einrechnet, läuft die Gefahr, falsch zu kalkulieren. Und zwar auf Kosten der eigenen Sicherheit. Wir bei Viabonum richten den Blick nicht auf Durchschnittswerte, sondern auf reale Lebensverhältnisse. Wir fragen, was kostet das Leben heute und was wird es morgen und in ferner Zukunft kosten? Und wie kann dein Vermögen so aufgestellt werden, dass es Kaufkraft erhält, schützt und gegen echte Inflation bestehen kann? Wenn du das Gefühl hast, dass die Zahlen auf dem Papier nicht mit deinem Leben übereinstimmen, dann geht es dir wie vielen. Und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen. Geh mit uns gemeinsam den guten Weg.